Kevin, dieses Paket darf heute nicht hier liegen bleiben. Muss es heute zur Post? Ja, ich möchte es heute abschicken. Was ist im Paket? Ein kleines Geschenk und eine Karte. Für wen ist es? Für meine Freundin Lea. Sie wohnt in Hamburg. Okay, wir bereiten alles ruhig vor. Ich weiß aber nicht, was ich bei der Post sagen soll. Der wichtigste Satz ist einfach: Welcher Satz? Ich möchte ein Paket abschicken. Ich möchte ein Paket abschicken. Genau, das ist klar und höflich. Und wenn die Mitarbeiterin etwas fragt? Wir üben vorher. Ich brauche die Adresse, meinen Namen und vielleicht Geld. Du brauchst auch das Paket sicher zugeklebt. Stimmt, das Paket ist noch offen. Also machen wir zuerst das Paket fertig. Danach schreiben wir die Adresse sauber auf. Und danach gehen wir zur Post. Heute lerne ich Postdeutsch. Genau. Alltagssprache für ein echtes Paket. Ist das Geschenk sicher im Paket? Ich glaube ja, aber es bewegt sich ein bisschen. Dann brauchen wir etwas Papier, Warum Papier? damit das Geschenk nicht im Paket rutscht. Ah, das ist logisch. Leg das Papier links und rechts neben das Geschenk. So, Ja, jetzt liegt es fester. ich schüttle das Paket leicht. Hörst du etwas? Fast nichts. Das ist besser. Jetzt können wir es schließen. Ich nehme das Klebeband. Klebe die Mitte gut zu. Die Mitte ist zu. Klebe auch die Seiten. Die Seiten sind jetzt auch zu. Das Paket sieht stabil aus. Es ist klein, aber es fühlt sich schwerer an, als ich dachte. Bei der Post wird es gewogen. Gewogen? Ja, sie prüfen das Gewicht. Das Wort ist neu. Wie sage ich es? Das Paket wird gewogen. Das Paket wird gewogen. Genau. Du musst das nicht selbst machen. Das beruhigt mich. Jetzt fehlt die Adresse. Adresse ist der wichtigste Teil. Wo schreibe ich die Adresse hin? Vorne auf das Paket. Und meinen Namen? Dein Name ist der Absender. Absender bedeutet, ich schicke das Paket. Genau. Lea ist die Empfängerin. Empfängerin bedeutet, sie bekommt das Paket. Richtig. Also brauche ich 2 Teile. Ja. Empfänger und Absender. Ich schreibe Leas Namen zuerst. Danach Straße und Hausnummer. Danach Postleitzahl und Stadt. Genau. Hamburg ist die Stadt. Ich schreibe langsam, damit man es gut lesen kann. Sehr sinnvoll. Was passiert, wenn die Adresse falsch ist? Dann kann das Paket Probleme haben. Deshalb prüfe ich 2-mal. Lies die Adresse laut vor. Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Hamburg. Das sieht klar aus. Jetzt mein Absender. Schreib deinen Namen und deine Adresse kleiner oben links. Oben links. Ja, so sieht man den Unterschied. Jetzt steht alles auf dem Paket. Pack auch deinen Ausweis ein. Nur zur Sicherheit. Und meine Karte zum Bezahlen. Genau. Ich bin bereit für die Post. Das Paket auch. Hier ist die Post. Es sind ein paar Leute da. Ja, aber die Schlange ist nicht sehr lang. Ich halte das Paket fest, aber ich werde wieder nervös. Das ist normal, weil die Situation neu ist. Ich will nicht alles falsch sagen. Du brauchst nicht perfekt zu sprechen. Du brauchst nur klare Sätze. Der erste Satz ist, ich möchte ein Paket abschicken. Genau. Was frage ich danach? Du kannst fragen,
Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Oder bekomme ich eine Sendungsnummer? Sendungsnummer ist ein langes Wort. Ja, aber es ist nützlich. Was bedeutet Sendungsnummer? Damit kannst du später das Paket verfolgen. Also eine Nummer für das Paket. Genau. Ich sage, bekomme ich eine Sendungsnummer? Das klingt klar. Und wenn ich etwas nicht verstehe? Du sagst, können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Perfekt. Jetzt gehen wir rein. Ich atme kurz. Jetzt bin ich bereit. Wir haben noch 2 Personen vor uns. Das ist gut. Ich kann noch üben. Sag deine Bestellung einmal komplett. Guten Tag. Ich möchte ein Paket abschicken. Klingt klar. Was kommt danach? Muss ich ein Formular ausfüllen? Sehr nützlich. Muss ich ein Formular ausfüllen? Ja. Und du kannst auch fragen, ist die Adresse so richtig? Ist die Adresse so richtig? Genau. Wenn sie das Paket wiegt, sage ich nichts. Du wartest einfach. Wenn sie den Preis sagt, höre ich genau zu. Und wenn du den Preis nicht verstehst? Können Sie das bitte wiederholen? Passt. Danach frage ich nach der Sendungsnummer. Richtig. Bekomme ich eine Sendungsnummer? Schön gesprochen. Ich möchte mit Karte zahlen. Das sagst du am Ende. Ich zahle mit Karte bitte. Du bist vorbereitet. Ich fasse kurz zusammen. Ich möchte ein Paket abschicken. Ich frage nach dem Preis. Ich frage nach der Sendungsnummer. Ich zahle mit Karte. Ich nehme den Beleg mit. Das ist eine sehr klare Reihenfolge. Jetzt bin ich dran. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Guten Tag. Ich möchte ein Paket abschicken. Natürlich. Innerhalb Deutschlands? Ja, nach Hamburg. Ist die Adresse schon auf dem Paket? Ja. Ist die Adresse so richtig? Ich schaue kurz. Name, Straße, Postleitzahl und Stadt sind da. Das passt. Danke. Und mein Absender steht oben links. Ja, das ist gut lesbar. Das hast du sauber geschrieben. Ich habe es zweimal geprüft. Ich wiege das Paket jetzt. Okay. Das Paket ist nicht sehr schwer. Das ist gut für den Preis? Ja, es bleibt in einer einfachen Paketgröße. Muss ich ein Formular ausfüllen? Nein, für dieses Paket nicht. Die Adresse ist schon da. Das ist einfach. Möchten Sie eine Sendungsverfolgung? Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Natürlich. Möchten Sie das Paket später online verfolgen? Ja, bitte. Ich möchte das Paket verfolgen. Dann bekommen Sie eine Sendungsnummer auf dem Beleg. Das ist praktisch. So kannst du später sehen, wo das Paket ist. Genau, das möchte ich. Alles klar, ich mache das fertig. Danke. Das macht 6,90 €. 6,90 €. Okay. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Ich zahle mit Karte, bitte. Halten Sie die Karte bitte an das Gerät. So? Ja? Einen Moment bitte. Warte, bis das Gerät bestätigt. Jetzt hat es funktioniert. Die Zahlung ist akzeptiert. Danke. Bekomme ich einen Beleg? Ja, hier ist der Beleg. Die Sendungsnummer steht hier. Danke. Ich bewahre den Beleg auf. Leg ihn am besten direkt in deine Tasche. Ja, sonst verliere ich ihn vielleicht. Ihr Paket geht heute noch raus. Das freut mich. Möchten Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Einen schönen Tag. Danke. Ihnen auch. Du hast alles geschafft. Warte. Eine Sache will ich prüfen. Welche Sache? Hab ich meine Karte wieder?
Schau in deine Hand. Ja, Karte ist da. Beleg ist in der Tasche. Paket ist abgegeben. Das ist die perfekte Kontrolle. Jetzt können wir rausgehen. Jetzt ist das Paket wirklich unterwegs. Ja, du hast es erfolgreich abgeschickt. Am Anfang war ich unsicher. Jetzt hast du eine klare Postroutine. Ich habe zuerst das Paket gepackt. Danach hast du die Adresse geschrieben. Ich habe Empfänger und Absender geprüft. Danach sind wir zur Post gegangen. Am Schalter habe ich gesagt, ich möchte ein Paket abschicken. Das war der wichtigste Satz. Ich habe gefragt, ist die Adresse so richtig? Und die Mitarbeiterin hat sie geprüft. Ich habe auch nach der Sendungsnummer gefragt. Jetzt kannst du das Paket verfolgen. Eine Sache merke ich mir besonders. Welche Sache? Den Beleg nicht verlieren. Genau. Der Beleg ist wichtig. Beim nächsten Mal gehe ich vielleicht allein zur Post. Das ist ein schönes Ziel. Jetzt üben wir 5 Sätze. Sprich langsam mit. Ich möchte ein Paket abschicken. Ich möchte ein Paket abschicken. Ist die Adresse so richtig? Ist die Adresse so richtig? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Bekomme ich eine Sendungsnummer? Bekomme ich eine Sendungsnummer? Ich zahle mit Karte. Ich zahle mit Karte. Und jetzt 3 Fragen für die Kommentare. Schickst du oft Pakete? Schreibst du die Adresse selbst? Zahlst du bei der Post bar oder mit Karte? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.